Okay, willkommen zurück auf den Kanal Computersachen und wir fangen erstmal mit dem Hinweis an, ich bekomme keine Kohle, es ist keine bezahlte Werbung, es ist ein Erfahrungsbericht mit der von mir privat angeschafften Hardware. Jawohl, haben wir das schon mal klargestellt? Lucky Miner. Dasselbe, ein BM 1366, allerdings mit einigen Unterschieden, die ich festgestellt habe. Und damit möchte ich euch heute zeigen, wie die Variante aussieht zu dem Miner, den ich euch letztes Mal vorgestellt habe, der direkt von Axe war, also ein Original, macht aber vom Prinzip her auch keinen Unterschied. Das ist drin in unserer schönen Schachtel. Wir haben einen Miner, ich habe mehrere Miner davon bestellt, ich habe jetzt mal einen ausgepackt gelassen, um das ein bisschen zu zeigen. Bei der Verkaufsannonce war hier eine externe Antenne angegeben, die ist nicht dabei. Ansonsten schaut metallisch aus, ist aber Plastik. Ist in der Anschaffung jetzt noch einmal ungefähr 50 Baht, also kann man sagen so 10 Euro billiger gewesen als der Original Bitaxe, den ich zuerst gekauft habe. Dafür sind die auch sogar mit Gehäuse und noch günstiger und er hat eine bessere Bordversion, da gehe ich aber nachher auch noch drauf ein. Netzteil ist klar, brauchen wir, ist auch gut. Nächster Hammer, der richtig geile Hammer ist das Stromkabel. Schaut euch mal dieses schöne Stück an. Ich habe nicht rausgekriegt, wo in der Welt dieses Ding hier passen soll oder wo das Ding herkommt. Ich weiß nur, dass ich hier im Mr. Dix, das ist so ein China-Laden, die verkaufen alles Mögliche, sind auch sehr günstig. Es ist allerdings nicht viel Original, aber da habe ich einen Adapter gefunden. Der schaut dann so aus. Und da sieht man auch, da muss man darauf achten, dass man hier jetzt diese 3 Punkte hat. Ansonsten hat der auch genauso 220 Volt. Und mit diesem Adapter funktioniert das. Ich habe mir so ein paar Stück davon geholt. Und ja, die steckt man einfach dazwischen. Und dann geht das. Und hat gekostet 40 Baht, 1 Euro. Und ja, das Kabel hätte, ich glaube 140 Euro, 140 Baht gekostet oder sowas. Also war diese Adapterlösung. Einfach bei Reiseadaptern suchen, da findet ihr so ein Ding. Ich tippe auf Korea oder südostindisches China, irgendwie sowas, keine Ahnung. Gut. Okay, kommen wir noch ganz kurz auf die Bordversion zu sprechen. Die im ersten Video verwendete Bordversion ist eine 0.11 und die Lucky Miner haben jetzt eine Bordversion 2.04. Die laufen auch um einiges schneller, also da lohnt sich schon der Blick, ob man da nicht eine schnellere Version kriegt. Auf unserer Oberfläche von unserem, in dem Fall nicht Bitmax, sondern Lucky Miner, sind wir jetzt schon aufgeschaltet. Ich habe die Konfiguration gestern schon gemacht und das war wie im ersten Video, dass ihr über das WLAN die direkte Verbindung herstellt und da erst einmal euer WLAN konfiguriert. Das verlinke ich euch noch einmal im Blogbeitrag. Ebenso wie die Seite, wo ihr auch die Firmware, die neue Firmware runterladen könnt für euren Lucy Miner, weil das hier nämlich auch nicht, ich meine, das ist hier eine Uralt-Version, wenn ich das mal so sagen darf, kein Link da ist, um die Firmware direkt runterzuladen. Ich kann auswählen, welche Datei das jetzt hochspielen will, aber ich kann sie nicht runterladen. Da ist kein direkter Link dabei. Ich verlinke euch das im Blogartikel. Der Link ist etwas blöd zu finden, liegt bei GitHub. Auf meinem Blogartikel findet ihr das, ist unten beschrieben. Dann werden wir nämlich die Firmware einfach mal austauschen und updaten den Router als allererstes. Dazu muss man jetzt auch mal sagen, das hier ist das Laka Mining Brand und da ist es einfach so, ich habe schon gleich festgestellt am Anfang, die Software ist ein bisschen madig. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der neuen Version ist, keine Ahnung, auf jeden Fall ist die Lucky Miner Software der Originalsoftware von Bitaxe ein bisschen hinten nach und ich habe mich da auch ein bisschen schlau gemacht und der Link, den ich euch verweise, auf GitHub, da kommt ihr hier hin und hier könnt ihr euch dann die aktuelle Version runterladen und das ist die Originalversion, die ihr quasi dann auch verwendet. Okay? Das heißt, ihr habt dann nicht mehr Lucky Miner OS hier oben drin stehen, sondern ihr habt dann Axe OS oben drin stehen.
Das ist unser Firmware-Update, das wir machen. Wir stellen damit gleich auch die Firmware des Miners komplett um. Das Update von Firmware und Austauschen der Firmware erfolgt auf eigenes Risiko. Dafür übernehme ich keine Haftung. Bitte achtet da ganz genau auf eure Firmware-Version und auf eure Hardware-Version. Ihr könntet dabei das Gerät zerstören. Vom Prinzip ist es jetzt auch mal erstmal ganz simpel, aber allerdings möchte ich noch auf eine Sache eingehen. Und zwar hier unter Settings. Ich habe jetzt einfach mit der Software das Problem, wenn ich mit dem Settings hier meinen will, wo meine anderen Miner ja durchaus schon drüber laufen, kann ich das nicht. Der rebootet ständig und lädt ständig die Verbindung neu zum SSID, zum WLAN. Das ist hier nun mal fest vorgegeben, das passt. Das heißt, die Firmware hat schon mal hier das Problem, dass sie mit den Settings hier nicht klarkommt und man kann das Ding ja nicht ausschalten. Das ist einfach so. Gehen wir mal auf Home. Ja, deshalb habe ich hier einen ungültigen Link drin. Den Pool gibt es nicht unter dem Link. Das heißt, er produziert hier auch nichts, weil er nämlich nicht da verbinden kann. Das ist ein Trick, mit dem ihr euch behelfen könnt. Darum soll es aber jetzt auch nicht gehen. Schwarm gehen wir dann später ein. Da gibt es noch mal ein weiteres Video. Jetzt gehen wir erstmal hier unter Settings. Also wie gesagt, wir laden jetzt hier die ESP Miner Bin. Die brauchen wir. Und wir brauchen die www Bin. Brauchen wir auch. Die www Bin ist die Web-Oberfläche von eurem Miner. Das heißt, das, was ihr hier seht. Ne? Da steht jetzt hier Lucky Miner drin. Ob es jetzt bei der ESP, das ist dann die Firmware, die im Hintergrund läuft, die seht ihr nicht, einen Unterschied gibt zu der Lucky Miner Version, habe ich jetzt nicht rausbekommen, ist auch egal. Die laden wir auch runter. Also ihr braucht diese beiden Dateien. Okay? Wenn du die auf deinem Rechner hast, können wir die hier unter Settings einspielen. So, Firmware Upgrade. Da braucht man die ESP Miner Bin. Ist kein Hexenwerk, die können wir hier auswählen. So, und dann sagt er auch schon Working. Auf dem Router-Display könnt ihr das auch nachvollziehen. Da seht ihr das dann auch, dass er uploadet. So, und jetzt sagt er Successful Firmware Upgrade. Dann machen wir dasselbe hier bei Web. Datei auswählen. Und dann nehmen wir jetzt die www Bin. So, und damit haben wir jetzt eigentlich unseren Router schon abgedatet. Unseren Router, ja. Guten Morgen, Herr Klissner. Damit haben wir unseren Miner schon abgedatet. Und damit sind wir auch raus aus dem Geschäft. Versuchen wir es nochmal mit aktualisieren. Miner Restart. Rein theoretisch sollte er uns jetzt die neue Firmware bringen. Also zumindest auf den anderen Geräten, wo ich es getestet habe, hat das anstandslos funktioniert. Ich spitze nur gerade kurz auf die Seite und warte, dass er mir die anzeigt, aber das kommt jetzt irgendwie nicht. Hier noch mal aktualisieren. Das irgendwie nicht funktioniert. Da haben wir noch die alte Web-Oberfläche drauf. Wir machen das nochmal. %100% ist updated. Vorhin blieb er da ja irgendwie bei 67%, glaube ich, stehen, habe ich das im Augenwinkel gesehen. So, ist complete updated. Er startet jetzt anscheinend neu, automatisch. Das heißt, jetzt müsste es funktioniert haben. Und er sagt auch auf dem Display, die 1.8, also die 2.1.8 ist unsere aktuelle Version. Dafür haben wir da kein Bild hier. Wir machen nochmal aktualisieren. XOS, hier ist unser Miner mit der neuen Software. Ja, unser Dashboard, ihr seht, es schaut jetzt auch gleich ganz anders aus. Hier hat man dann auch die Power drin, 15 Watt, die Input Volt, also 5 Volt, dann die ASIC Volt bis 1,25 Volt, ja, die Temperatur, Fanspeed, ja Fanspeed wie gesagt, die läuft eigentlich immer auf 100%, obwohl sie das angeblich bugmäßig korrigiert haben, aber okay, gut, das wollen wir nicht so sein. So, damit ist unser Router updated. Jetzt können wir uns auch mal die Logs anschauen. Da steht jetzt natürlich nichts drin. Settings, rein theoretisch müsste er laufen.
SHA 256. On Mineable. Ihr könnt über Mineable gerne meckern, das ist okay. Ich sage einfach zum Testen, zum Spielen, zum Zeigen, ist das wirklich nicht schlecht. Und manche Coins kann man auch wirklich sehr gut meinen. Also ich würde das nicht verpönen. Also da sind schon teilweise ein paar schnickige Sachen dabei. Im Zweifelsfall einfach mal wirklich sich selber auch mit dem Thema beschäftigen. Und ich weise auf dieser Stelle auch schon wieder darauf hin, dies ist keine bezahlte Werbung. Ich beantrage für dieses Video kein Geld und ich habe keine Abkommen für irgendwelche Werbevereinbarungen. Gut, dann sollte er das jetzt gemacht haben. Nein, das möchten wir nicht. Gut, dann schauen wir uns das Ganze nochmal im Log an. Ich würde euch noch ganz gerne zeigen, dass das auch funktioniert. Ich muss noch kurz auf die SSID warten. Er hat noch keinen Links. Am Anfang solltet ihr das Gerät neben euch liegen haben. Das ist wirklich ganz günstig, dass ihr auf dem Display sieht, was er denn da tut. So, wir haben Connection. Unsere Log fängt an zu laufen. Unser BMX-Modul ist da, unser Stream ist da, Saturn Task ist da, ASIC Relution, das Ding läuft. Damit seht ihr es auch durchlaufen und so könnt ihr das machen. Dann schauen wir uns mal das Dashboard an. 3 Shares haben wir schon gefunden. Gut, das Ganze war jetzt quasi das Runterladen der Firmware. Wir haben einen Lucky Miner mit der Firmware von XOS, also das Originale, gefüttert. Wenn ihr das natürlich jetzt anders machen wollt, wenn du jetzt natürlich sagst, okay, mir ist aber die Lucky Miner Software lieber, ich habe da gelesen, der kann das ist besser oder er würde besser funktionieren, kannst du natürlich auch die Lucky Miner Software runterladen und die auf dem Max aufspielen. Dann hast du halt hier oben wieder Lucky Miner OS drinstehen. Ne? Ist Geschmackssache, ich habe lieber die Originalsoftware anlaufen, ich mag es immer nicht, wenn Dritte damit drin hängen, ist immer so eine Geschichte. Dann hoffe ich, dass dir das Video geholfen hat. Im nächsten Video gehen wir dann auf die Geschichte mit dem Swarm hier ein, was es damit dann auf sich hat. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch geholfen und über einen Like würde ich mich natürlich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Solltest du generell Probleme mit deinem Computer oder beim Nachvollziehen dieses Videos haben, beim Umsetzen oder generell technische Probleme, kannst du dich gerne an die KSC wenden. Das ist ein Remote-Dienstleister, weltweit tätig. Verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Da werdet ihr geholfen für 25 € die Stunde. Auftrag gegen Rechnung, ohne Vertragsbindung, ohne Haken, Ecken und Ösen. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Video. Ciao.